Hallo allerseits, heute bin ich mal wieder im Münchner Osten auf einem Spur 1 Fahrstammtisch. Das ist der Maßstab 1:32 mit Lokomotiven und mit schönen Modellen. Und hier ist auch eine schöne Stadt nachgebildet worden, die sehr realistisch in Szene gesetzt wurde. Schauen wir uns jetzt auch mal an, bevor wir dann danach mal ein paar Züge im Einsatz sehen. Wolfgang Schubert hat mal wieder ein Spur-1-Gefährt für das Eigenbau-K-System fit gemacht. Diesmal den Eriba-Puck-Wohnwagen von Mo Miniatur. So, jetzt sehen wir eine Baureihe 218 von Märklin, die von Rolf Dornberger auf einen Loksound 5 Decoder von ESO umgerüstet wurde, samt Rauchgenerator. Und zudem hat er sie auch ein wenig gealtert. Diese alte E91 von Märklin wurde auch jetzt umgerüstet auf einen ESO Loksound 5 Decoder. Und da können wir auch gleich hören, was mit der Lok dann geräuschmäßig alles jetzt möglich ist. Hat die auch eben den Senke-Pantographen? Nein. Warum nicht? Da hätten sie hässliche Löcher reinbohren müssen. Ja. Für ein Servo.
Das ist zwar jetzt nicht ganz passend, aber trotzdem ganz nett. Wofür man Kanäle vergeudet, oder? Ja, manchmal ist es halt doch nicht ganz so ernst hier. Jetzt hören wir uns aber die normalen Geräusche an. Einsteigen und die Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Jetzt kommt gleich eine Baureihe 120 zum Einsatz, die aus Messing gefertigt wurde von der Firma KISS. Jetzt gibt es als Schmankerl noch am Fahrstammtisch eine Hechtdampflok, die der Thomas Bauer aus Mühldorf mitgebracht hat. Eine Baureihe 44 von Merkel.
So, das war's jetzt mit Impressionen vom ersten Abend des diesmal an 4 Tagen hintereinander stattgefundenen Fahrtags im Münchner Osten. Nach dem Ausklang dieser Bilder gibt's dann noch weitere Videosequenzen vom 4. Fahrtag am 6. Januar 2020. Zweiter Teil vom Fahrstammtisch im Münchner Osten im Januar 2020. Diesmal bei Tageslicht am 6. Januar am Dreikönigstag. Und auch diesmal sind wieder schöne neue Fahrzeuge zu sehen oder schöne überhaupt mitgebrachte Fahrzeuge. Es kommt hier gerade ein Kittel-Dampftriebwagen von KISS. Am Spur 1 Fahrstammtisch ist diesmal auch der Klaas Xerion von SICO vertreten, den sich der Gottfried Pauli zu Weihnachten gekauft hat und der jetzt hier so richtig in Einsatz ist. Und wir schauen uns jetzt mal an, was er alles kann. Die App-Steuerung läuft per Smartphone. Jawohl, zum normalen Steuern wird das Ganze mal hier bewegt, vorwärts, rückwärts, rechts, links. Dann haben wir die verschiedenen Einstellmodis. Also das ist die Heckhydraulik. Das ist dann für einen Kipper, wenn der Anhänger dran ist, oder für einen Flug. Da oben haben wir zuerst schon mal das normale Fahrtlicht vorne. Dann haben wir die Arbeitsscheinwerfer oben und eine Kabine. Dann haben wir das normale Hauptlicht. Dann oben haben wir Blinklicht mit verschiedenen Modis. Na. Und dann hat er, gehst du zurück, dann haben wir normale Blinker, wie es bei SICO wohnt ist, links, rechts. Und dann haben wir normale Lenkung und dann umschaltbar auf Allradlenkung. Also da gibt es, glaube ich, den Parallel. Genau, den Hundegang. Hundegang. Einmal links und einmal rechts. Ist ja dann recht interessant. Dann ein bisschen verrückt zum Fahren, aber ist ja normal bloß für den Acker gedacht. Und dann ist die Kabine noch zum Drehen und ist dann gleich automatisch. Jetzt fährt er vorwärts. Und jetzt ist, weil die Kabine dreht ist auf der anderen Seite. Das heißt, er macht automatisch Vorwärts-Rückwärtsfahrt auf die Art und Weise. Genau, ändert er gleich. Das ist dann praktisch Rückwärtsfahrt. Oder wir drehen wieder. Also für das Geld ein super Gerät. Einzige, was noch fehlt, ist der Sound. Stimmt. Mal schauen, ob der SICO noch mal was auf die Reihe bringt. Danke, dann machen wir wieder weiter mit der Eisenbahn. Alles klar.
Jetzt ist eine Baureihe 98.3 von KM1 Modellbau unterwegs. Sie ist vielen Eisenbahnfans unter dem Namen Glaskasten ein Begriff. Minatur hat für die im Laufe des Jahres kommende Motordressine KLV12 jetzt auch den Prototypen eines Anhängers gezeigt, der ebenfalls im Laufe des Jahres auf den Markt kommen soll. Max Weidmann vom Bremer Bahnatelier hat auch wieder schöne neue Figuren mit dabei hier am Stammtisch. Und was ist jetzt das hier? Das ist ein Mechaniker, der die Scheibe putzt. Oder ein Scheibenputzer fürs Auto. Für die Tankstelle oder für sonst wie? Ja, Hinterhof, Vorderhof, wo es Platz hat. Das ist Maßstab 1:32 wie immer? 1:32, wie unsere ganze Manufakturfiguren eben sind. 1:32. Was haben wir noch dabei? Gibt es noch was Neues? Ja, für die Freizeit hätten wir noch eine junge Dame. Aha. Wir sagen Daniela dazu. Aber die anderen sind nicht gemeint. So, da haben wir die Dame. Im Freizeitlook. Passt zum Wohnwagen. Zum Wohnwagen von Minatur jetzt zum Beispiel, ja, der kommt ist. Oder später vom Südwind. Sommerlich. Ja, bei dem Klimawandel werden die Hosen kürzer. Aber durchaus noch jugendfrei. Ja, absolut jugendfrei. Das war's mit den Neuheiten vom Bremer Bahnatelier und jetzt schauen wir wieder weiter am Stammtisch. Dankeschön. Zum Abschluss ist nun noch eine Schienenbusgarnitur der ehemaligen Firma Hübner zu sehen und vor allem zu hören, denn bei ihr wurde ein Sounddecoder der Firma Zimo nachgerüstet. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Das war's wieder mal mit meinem Bericht vom Fahrstammtisch in München Osten im Maßstab 1:32. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen werden.